Windenergie, sie soll bei uns dazu beitragen, die Folgen des Klimawandels zu begrenzen. Saubere Energie für eine saubere Zukunft. Bis 2030 sollen deshalb hierzulande täglich 4 bis 5 neue Windräder aufgestellt werden. Insgesamt geht es in den nächsten Jahren um rund 28.000 neue Anlagen. So jedenfalls die ehrgeizigen Pläne des Bundeskanzlers, der einen geradezu generalstabsmäßigen Ausbau der Windenergie in Deutschland angekündigt hat. Doch der Bau der Anlagen ist dramatisch ins Stocken geraten. Das hat Auswirkungen für jedes Unternehmen, das mit dem Transport von Windkraftanlagen sein Geld verdient. Also auch für die Firma Universal Transport, die als Teil von Gruber Logistics in diesem Markt sehr aktiv ist. Erstmal haben wir ja spezielle Fahrer, die sicherlich auch zu Recht mehr Geld bekommen als andere Kollegen. Auf der anderen Seite ist unser Equipment ja auch spezieller. Wenn wir eine Equipment-Kolonne zusammenstellen für die Windkraft, liegen wir bei roundabout 7,5 Millionen Euro. Das sind im Umkehrschluss kriegen wir für 7,5 Millionen 63 Standardsattelauflieger. Ja, das erklärt, glaube ich, schon viel. Jeder Tag, den wir stehen, und wir haben in der Regel nur von 22 bis 6 Uhr unsere Möglichkeiten zu transportieren, kostet richtig, richtig viel Geld. Übrigens, die Zahl von 7,5 Millionen Euro gilt für 63 Standardauflieger inklusive Zugmaschinen. Auslöser der Transportmisere sind schleppende Genehmigungsverfahren, die sich zurzeit dramatisch in die Länge ziehen. Bearbeitungszeiten zwischen 2 und 3 Monaten sind an der Tagesordnung. Und so werden rein rechnerisch bundesweit gerade mal 1,5 Windkraftanlagen am Tag aufgestellt und nicht 4 bis 5, wie von der Politik gefordert. Kenner der Materie machen für den Stau bei den Genehmigungsverfahren die neu gegründete Autobahn GmbH verantwortlich. Hier stapeln sich zurzeit zwischen 18.000 und 20.000 unbearbeitete Anträge für die Durchführung von Schwertransporten. Als wir am Anfang von der Idee der Autobahngesellschaft hörten, haben wir gesagt, das ist es. Wir haben uns gefreut. Heute müssen wir nüchtern feststellen, das hat nicht geklappt. Die haben ja einen festen Zeitplan natürlich auch, die Hersteller, und sagen das einfach in KW 46, sage ich jetzt einfach mal, soll das Produkt abgeholt werden. Rotorblatt, Narbe, Generator, und an 48, KW 48 möchten wir gerne installieren. Und wenn das nicht funktioniert, das ist ja alles darauf abgestimmt. Der Kran ist da. Es sind ja sehr, sehr hohe Anlagen, über die wir sprechen. Entsprechend ist ja auch der Kran ein besonderes Equipment, was wir da haben. Und das fällt natürlich zusammen wie ein paar Dominosteine, wenn wir nicht pünktlich die Genehmigung bekommen oder rechtzeitig bekommen oder durch die Infrastruktur zu spät ankommen. Die Autobahn GmbH gibt Verzögerungen zu und sie arbeitet nach eigenen Angaben unter Hochdruck daran, die Genehmigungsverfahren mit sogenannten digitalen Tools zu beschleunigen. Zum Hintergrund: Für nur eine einzelne Tour, wie hier der nächtliche Transport von massiven Turmelementen in Schleswig-Holstein, werden bis zu 60 Einzelgenehmigungen benötigt. Das sind nicht selten bis zu 100 Seiten Papier. Der Umfang der Genehmigungen ist abhängig davon, durch wie viele Landkreise und Bundesländer der Transport rollt und wie viele marode Brücken umfahren werden müssen. Bürokratie und die marode Infrastruktur sind also die Bremsen für den schnellen Ausbau der Windenergie und für die Komplizierung von Schwertransporten insgesamt. Wenn wir ein bisschen digitaler endlich werden würden, dann könnten wir auch endlich unser Faxgerät in den Keller bringen, was wir heute noch haben für einige Behörden. Man mag es kaum glauben. Und da müssen wir ganz dringend dran arbeiten. Das muss schneller und einfacher natürlich von der Hand gehen. Ist das realistisch? Es muss realistisch sein. Wir müssen ja reden, weil so kann es gar auf jeden Fall nicht bleiben. Wir leben im Jahr 2023. Es gibt Möglichkeiten und Ideen, die auf dem Markt sind, und die muss man jetzt mal umsetzen. Also wir sehen nüchtern, dass die Holländer immer schneller sind, was die Genehmigung angeht, aber auch die Schweden machen das. Die arbeiten einfach digitaler, und wenn ich eine Vision hätte, dann würde ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ich im LKW einen Genehmigungsantrag habe, eine Nummer eingeben kann und mir die Strecke automatisch halt eben vorgegeben wird. Das haben wir alles nicht, und da fragt man sich, warum es in einem Land, in Deutschland 2023, solche Möglichkeiten noch nicht gibt. Extrem betroffen vom Genehmigungsstau bei der Autobahn GmbH sind auch die Hersteller von Windkraftanlagen. Denn durch die schleppende Bearbeitung der Anträge für Schwertransporte verteuern sich deren Kosten extrem. Einerseits sind die Läger für die gigantischen Bauteile überfüllt, andererseits lässt sich der Aufbau einzelner Anlagen oder gar kompletter Windparks nicht mehr kalkulieren.
Alleine beim Windanlagenhersteller Enercon gelangten im ersten Halbjahr 2023 70 Windenergieanlagen nur verzögert an die Baustellen. Die Mehrkosten aufgrund unberechenbarer Transporttermine, Lkw-Stillstände und Lagerkosten schätzt das Unternehmen auf rund 40 Millionen Euro. Sollte sich an der Situation nichts ändern, ist nach Angaben von Enercon bis zum Jahresende mit Zusatzkosten von bis zu 115 Millionen Euro zu rechnen. Alarm schlagen deshalb auch diejenigen, die sich den Ausbau der Windenergie auf die Fahnen geschrieben haben. Sie sehen die Einhaltung der energiepolitisch gewollten Vorgaben ernsthaft gefährdet und machen Druck. Verständnis habe ich grundsätzlich nicht dafür. Es ist sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Auf andere Bereiche übertragen sieht man das aber auch, dass wir einen unheimlichen Stau haben, lange Verfahren. Ich denke, dass das Problem, was wir hier haben, lange Zeit nicht so auffällig war, weil wir einfach nur sehr, sehr wenige neue Anlagen in den Genehmigungsverfahren hatten. Jetzt haben wir eine massive Anzahl an zusätzlichen genehmigten Anlagen, über 80% mehr. Die Anlagen sind größer geworden, also auch komplexer im Verfahren. Ich denke, dass diese Punkte dazu geführt haben, dass wir jetzt ein ganz anderes Stauniveau in der Behörde haben als noch vor wenigen Jahren. Das Problem von der grundsätzlichen Natur her ist aber seit Jahren bekannt. Die umständlichen Genehmigungsverfahren für jeden Transport sind also ein altes Problem und sollten mit der zentralen Abwicklung durch die neu gegründete Autobahn GmbH endlich gelöst werden. Doch dort fehlt es nicht nur an Mitarbeitern, sondern offenbar auch an der technischen und organisatorischen Infrastruktur. Hinzu kommt, dass tatsächlich jeder einzelne Transport die komplexen Genehmigungsverfahren durchlaufen muss. Das gilt selbst dann, wenn sich wiederkehrende Transporte von den Abmessungen her gleichen und auch die Strecken in die Windparks identisch sind. Das klingt nach einem bürokratischen Hindernislauf, an dem sich dringend etwas ändern muss. Wie aber könnte das in der Zukunft gelingen? Wir sind dagegen, neue Bürokratiemonster zu schaffen. Unser Ansatz wäre zu schauen, was denn beispielsweise die Digitalisierung bieten kann an Lösungen. Zum Beispiel der Einsatz künstlicher Intelligenz. Kann man bestimmte Prozesse nicht automatisieren, verschlanken, vereinfachen? Da geht es nicht darum, in den Behörden Personal abzubauen, aber die Prozesse wirklich zu beschleunigen. In die Diskussion um die langwierigen Genehmigungsverfahren für Schwertransporte hat sich längst auch die Politik eingeschaltet. Ziel, so das Bundesverkehrsministerium, ist eine Vereinheitlichung der Genehmigungen und die Schaffung eines digitalen Beantragungssystems. Doch wenn es um die Einhaltung der Klimaziele geht, ist die Zeit inzwischen zu einem ausschlaggebenden Faktor für die energiepolitische Wende geworden. Was aber passiert, wenn sich an den zähen Genehmigungsprozessen nichts ändert? Die Folge ist, dass wir die Klimaschutzziele nicht erreichen werden. Wenn nicht genügend Material transportiert werden kann, dann können nicht genügend Windkraftanlagen errichtet werden. Wir haben errechnet, dass wir eine bestimmte Anzahl an Windenergieanlagen pro Woche in Deutschland errichten müssen. Und wenn die nicht errichtet werden können, dann müssen wir auch länger die fossilen Kraftwerke laufen lassen. Und das ist kontraproduktiv. Lastwagen und damit auch Schwertransporte haben also nicht nur eine große Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung, sondern auch für den Ausbau regenerativer Energieerzeugung. Eine Energiewende ohne Lkw wird es jedenfalls nicht geben.